Willkommen zurück bei der Yokai Watch 2 Watchlog. Beim letzten Mal sind euch ein paar Fragen aufgekommen, die ich hier gerne einmal kurz vorab klären möchte. Erstens, nein, ich werde keine QR-Codes oder Passwörter erlauben, denn ich meine, kommt schon, das würde ein bisschen die Herausforderung rausnehmen. Zweitens, nein, ich werde nicht mit meinem anderen 3DS tauschen. Das heißt, ich werde keine Yokai von der einen Save auf die andere übertragen, denn sonst könnte ich ja jeden einzelnen Yokai übertragen und das... Nein. Und drittens, ja, ich werde auch ein paar Yokai nach Zuschauern benennen. Wahrscheinlich nicht so viele wie auf Discord, also es wird immer noch überwiegend Yokai geben, die ich nach Leuten auf Discord benenne. Aber ja, wenn ihr einen Yokai im Spiel haben wollt, in Anführungszeichen, dann lasst einen Kommentar da. Vielleicht kommt ihr rein. Kapitel 3 beginnt mit Nathans Midsummer Crisis, bei der er vergisst, dass seine Sommerferien nie enden werden. Panisch läuft er zur Schule und kramt seine Hausaufgaben unter seinem Tisch hervor, als er von Baku angegriffen wird, welche Warganock erstmal die Hälfte seiner HP abzieht. Da 2 Heiler in meinem Team sind, war der Kampf kein großes Problem, teilweise war es allerdings echt knapp. Wir nehmen Baku ins Team auf und nennen sie Hachiro. Nathan hat schon lange kein traumatisches Erlebnis mehr durch. Perfektes Timing! Nach dem Abendessen erzählt Whisper irgendwas von stärkeren Yokai und einer Uhrenaufrüstung. Keine Ahnung, ich habe nicht wirklich aufgepasst. Egal. Nächster Tag. Auf nach Blütenbühl. Rund um die Uhr hat geschlossen. Eine nette Dame teilt uns mit, dass Herr Gutblick vermutlich beim Yokai-Hotel Wanderers Rast sei. Kurz bevor wir dort jedoch ankommen, bemerke ich eine E-Rang-Aura unter einem Getränkeautomaten, die von Stolzstelz ausgestrahlt wird. Da ich für Blütenbühl noch einen Encounter offen habe, versuche ich Stolzstelz fürs Team zu gewinnen, da er wohl ein recht guter Heiler sein soll. Betonung auf Versuche. Beim Gespräch mit dem Hausverwalter bei Wanderers Rast erfahre ich, dass Herr Gutblick nicht mehr hier, sondern im Museum ist. Mann, ich liebe Laufen. Im Museum erzählt Herr Gutblick uns vom alten Lenzhausen, als plötzlich Jumpscare. Im Erdgeschoss redet Frau Portali mit uns über Portale. Wir gehen nach draußen, dann nach drinnen, töten einen Vogel, dann einen Hut, das übliche halt. Weiter geht's am Kalebassenteich, wo wir noch einen Hut töten, welcher von meiner mörderischen Tendenz so beeindruckt ist, dass er sich uns anschließen will. Schön, dich kennenzulernen, Romp. Frau Portali erfährt vom Grundkonzept der Subtraktion und wir sind endlich wieder frei. Für 1 Minute. Im Bürgerzentrum sollen wir uns für die nächste Quest ein offizielles Team erstellen, welches ich sicher nicht nur einmal benutzen werde. Mitten im Kampf ist dann auf einmal mein PC abgestürzt und nein, das ist kein Witz, ich wünschte, es wäre einer. Es war nicht mal irgendein leistungsvolles Programm offen. Die einzigen offenen Programme waren OBS und die 3DS Capture Software. Ich wünschte, ich könnte einen Witz einbauen, aber es ist die harte Wahrheit. Ich war vom Crash so überrascht, dass ich nicht mal dran gedacht habe, das Spiel zu pausieren. Und als ich OBS dann endlich wieder zum Laufen bringen konnte, war der Kampf vorbei. Danke, Windows. Zurück nach Blütenbühl. Auf dem Weg zum Tempel, wo mich die 3. Schlüsselquest erwartet, habe ich ein Launenportal gefunden. Hinter der Tür... Oh, come on, ich bin doch gerade erst von ihr weggegangen. Fannes möchte sich unbedingt mit mir anfreunden, wozu ich auf jeden Fall nicht Nein sage. Da die Launenportale theoretisch jedes Mal ein neuer Raum sind, darf ich so viele Yokai aus ihnen mitnehmen, wie ich will, solange es nur einer pro Raum ist. Fannes verpasse ich den Spitznamen Teenie-Fan. Weiter geht's im Tempel, wo uns der Mönch bittet, Auchi für die Fusion herbeizuschaffen. In der Seitengasse neben dem Tempel treibt er sich herum, allerdings nicht nur er. Da man sich nur mit einem Yokai pro Areal anfreunden darf und diese Seitengasse meines Wissens nach der einzige Ort ist, wo Auchi zu finden ist, brauche ich ziemlich viel Glück, überhaupt mit der Story weitermachen zu können. Nach einem längeren als erwarteten Kampf benenne ich ihn nach dem niederländischen Direct-Übersetzer Game Cupcake. Dieses Mal aber wirklich. Aufs zu rund um die Uhr. Herr Gutblick möchte mal wieder ein paar Sachen haben, bevor er die Yokai Watch aufrüsten kann. Dieses Mal sind es Coke, seine Portion Wunderpulver und seinen Schraubenzieher, den er im Trödelladen Glücksfund im Krämerviertel vergessen hat. Bevor es nach Hause geht, laufe ich allerdings nochmal kurz zum Tempel, um Auchi zu fusionieren. Pine ist ein sehr starker Yokai mit vielen LP, der später noch sehr nützlich werden könnte. Da der Laden nur nachts geöffnet hat, brauchen wir Bakus Hilfe, um aus dem Haus zu schleichen. Im Krämerviertel angekommen, müssen wir durch die Seitengasse am Blütenweg, um zum Trödelladen zu gelangen. Doch diese Seitengasse ist keine ordinäre Seitengasse. Diese Seitengasse beherbergt 2 ganz besondere Yokai, Walzer und Plattler. Diese 2 werden später noch gebraucht und man muss sich mit ihnen beiden in sehr kurzer Zeit quasi direkt hintereinander und im selben Areal anfreunden. Das ist mit den Watchlog-Regeln zwar möglich, aber unglaublich schwer und RNG-abhängig, deshalb ist es besser, wenn man es früher aus dem Weg bekommt. Also habe ich mich erstmal mit Plattler angefreundet. Sein Name ist jetzt Stan. Wir holen uns also den Schraubenzieher ab.
Jetzt müssen wir nur noch zu Herrn Gutblick, damit er endlich die Yokai Watch. Die Schreckenszeit. Sie ist eine Zeit des Terrors, des Schreckens und in Yokai Watch 2 absolut ungefährlich. Nein, das ist mein Ernst. Normalerweise wird ja ein Kampf getriggert, wenn man in Gargaros hineinläuft. Yokai Watch 2 zieht es allerdings vor, einfach Nathan in den Abgrund zu schlagen. Wie gesagt, absolut ungefährlich. Wir erreichen also den Ausgang und Herr Gutblick rüstet die Yokai Watch auf. Glücklicherweise wird durch die Aufrüstung kein Event getriggert, das den Spieler ans andere Ende von Lenzhausen bringt. Also konnte ich zurück zur Seitengasse gehen. Da die Rangerhöhung bedeutet, dass ich mich jetzt in jedem Areal, wo ich mich bereits mit einem Yokai angefreundet habe, mit noch einem Yokai anfreunden kann, nutze ich die Gelegenheit sofort und freunde mich mit Walzahn, welchen ich nach Sprössling benenne. Nach dieser Seegras-Saga geht es weiter in der Neudorfer Schule, wo ein mysteriöses Geräusch vom Dach zu hören ist. Eigentlich soll man ja ständig vorwärts kommen und ab und zu in einen Klassenraum flüchten, allerdings muss ich das nur einmal tun und hatte sonst keine Schwierigkeiten. Das Kapitel endet mit einem Kampf gegen Gierrippe und seid mal ganz ehrlich, kennt ihr irgendjemanden, der jemals gegen ihn verloren hat? Warum ist er überhaupt hier? Nach dem Kampf verwahrlost Whisper auf dem Schuldach und das Kapitel ist zu Ende.